Ja, Tag auch. Heute hier aus Hattingen von der Ruhr wieder mit dabei der Marc, der schon im Boot sitzt. Und diesmal auch mit dabei wieder der Olaf, das Trio Infernale hier zusammen. Ich bin wieder im Gomotex Rasch unterwegs. Ja, vielen Dank an Philipp von kanuonline.com, der mir das Rasch zum Test kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Pack einfach da auf die Rolle. Oder so. Ja, hier in Hattingen bin ich ja vor, ich glaube, 2 Jahren, 1,5 Jahren schon mal gestartet mit dem Sebastian zusammen. Da waren wir ja 3 Tage auf der Ruhr unterwegs. Heute wird es ein bisschen kürzer. Heute fahren wir nur 20 Kilometer bis Essen-Kupferdreh. Aber was gleich ist, hier direkt nach dem Einstieg in Hattingen kommt die wunderschöne Hattinger Bootsrutsche, die es echt in sich hat. Und ja, Vorfreude macht sich breit. Jawohl! Immer wieder ein Genuss. Und? Das Highlight der Tour eigentlich schon direkt am Anfang, aber 3 weitere Bootsrutschen folgen noch. Wie gewohnt, guckt einfach in der Videobeschreibung, da findet ihr die Karte verlinkt zur Tour. Das Teilstück nach Hattingen, auf dem wir jetzt unterwegs sind, gehört erfahrungsgemäß zu den etwas schnelleren Teilstücken jetzt hier auf der Ruhr. Nachher kann sich das aber auch schon wieder ändern. Vor Dahlhausen merkt man dann sehr, wie sich das Wehr zurückstaut und dann ähnelt die Ruhr teilweise tatsächlich einem stehenden Gewässer. So. Für die, die es interessiert, der Pegel Hattingen, der liegt gerade eben bei 1,60 Meter und der Abfluss bei 39,4 Kubikmeter. Also was ich hier nach den ersten Minuten schon merke, wie auf der Erft auch, die Fußfreiheit mit Steuer ist im Rasch 2 echt ziemlich begrenzt. Ich hatte gedacht auf der Erft, dass ich den Stemmbügel nicht weit genug nach hinten gesetzt habe. Das habe ich diesmal geändert. Stemmbügel ist jetzt weiter hinten, dadurch kann ich die Füße auch so ein bisschen, ja, habe erstens weiter weg, kann jetzt auch so ein bisschen nach vorne kippen. Aber dadurch, dass die Seitenschläuche nicht so hoch sind, wie zum Beispiel beim Seawave, ja, ist das Verdeck insgesamt flacher. Und dann hat man noch diese Wulst, die ja so eine Art Kiel vorne bildet. Und die ist genau da, wo die Hacken liegen, weil wenn es nach oben nicht passt, stellt man ja die Füße quer. Aber hier in der Mitte ist genau diese Wulst. Das heißt, da haben die Hacken dann auch nicht richtig Platz und irgendwie ist das Ganze an den Füßen sehr beengt. Ich muss mal gleich gucken, ob ich hier meinen Kamerasack runternehme. Der liegt natürlich jetzt auch noch oben drauf und drückt von oben, dass ich den anders positioniere, meine Decktasche. Und wenn gar nichts hilft, werde ich nachher das Verdeck abnehmen, weil ja, auf der Erft taten mir am Ende echt die Füße weh.
Ich habe gedacht, ich wäre schuld, weil ich den Stemmbügel falsch positioniert habe, aber das scheint ein Problem dieses Bootes zu sein. Also ab Schuhgröße 43. Hier haben wir auf der linken Seite den DLRG und kurz dahinter kommt dann gleich der Isenburger Schwall. Nichts Weltbewegendes, aber ein bisschen Spaß macht das schon. Heute kann ich übrigens nichts dafür, dass der Marc da wieder loslegt wie die Feuerwehr. Ich habe ihm nichts von Timelapse oder dergleichen erzählt. Ah, da hinten, da wird's etwas wilder. Der Isenburger Schwall. Wie gesagt, nichts Weltbewegendes, aber Spaß macht's trotzdem. Irgendwie habe ich gerade hinter mir schon wieder das Wort Timelapse gehört. Ich habe den Zuschauern, dem geneigten Zuschauer, der sich auskennt, habe ich erzählt, dass ich diesmal nichts dafür kann, dass du wieder so loslegst wie die Feuerwehr. Ja. Zumindest hätte ich dir nichts von einem Timelapse erzählt. Das machen wir später. Oder scheint flach zu sein. Ach doch, Olaf ist noch da. Ja, das war die Stelle, wo ich dir sagte, da ist flach. Ja, wer den Schaden hat. Für den Sport nicht so. Ja, Olaf, der wollte lieber eine Runde laufen. Man sieht es wahrscheinlich nicht. Aber er zieht sein Boot, er ist da hinten aufgelaufen. Ja, du musstest den Fluss wieder ganz genau erkunden, ja? Lag da so ein Betonpfosten da. Ich fuhr dann mit dem Marc lang und sagte, da ist flach. Ja. Dass du das direkt ausprobierst, das wusste ich ja nicht. Oh mein Gott, der ist auf. Oh. Da haben wir aber Glück, da hat er was fallen lassen. So einmal schön von vorne nach hinten die ganze Länge nach vollgeschissen. Ja, der Marc, der alte Geocacher, hat mir gerade erzählt, dass hier wohl ein Geocache drin liegt. Da will ich aber gar nicht rein. Ui. Die Strömung hier unten ist aber lustig. Da schüttelt es einen links, rechts durch. Würstchen schon fertig? Schade. Ja, ich habe jetzt zwei Sachen gemacht. Zum einen habe ich jetzt hier meinen Packsack zwischen den Beinen. Das funktioniert eigentlich. Also der stört da jetzt nicht sonderlich, muss ich sagen. Zum anderen habe ich, man sieht es vielleicht da vorne, das Verdeck so ein bisschen nach hinten gezogen und mir hier so eine Falte reingelegt. Jetzt ist da nicht mehr ganz so viel Spannung drauf. Und ja, so muss ich sagen, komme ich jetzt mit den Füßen tatsächlich klar. Zumindest jetzt am Anfang. So, hier haben wir mittlerweile die Bootsgasse am Wehrhorst erreicht. Und der Marc meinte, wenn man hier die Boote einfach erstmal festmacht, kann man da auf der linken Seite quasi auf der Schleuseninsel, hier ist noch die alte Schleuse, die aber auch nicht mehr in Betrieb ist, wunderbar Pause machen. Ja, Bootsgasse außer Betrieb. Also normalerweise zieht man hier und dann öffnet sich die Klappe und bei Grün darf man runter. Aber ja, ist wie es ist.
hier Ei. Schmeckt fein. Das mag echt lecker. So, schauen wir mal, was ich mir da zu Hause zusammengemixt habe. Spaghetti Carbonara in vegetarisch à la Flussfahrer. Schmotzelig. Ja. Ja. Kann man haben. Sehr aufgeregt hier heute. Was ein Palaver. So, hier links haben wir schon das Spillenburger Wehr, die Wehrkante. Und ja, wir fahren jetzt hier vor der Brücke links und dann kommt eine Bootsrutsche, die hoffentlich in Betrieb ist. Da tut sich nichts. Der Schalter oben ist aber bewegt. Ja, ich hab's auch gemerkt, aber es wird dann eigentlich sofort rot. Ja, hilft ja alles nichts. Ich habe heute Morgen mal geguckt, ja. Die Ruhr, die hat eigentlich nur 91 Kubik pro Sekunde im Durchschnitt. Das ist für diese Breite sehr, sehr wenig. Aber jetzt verstehe ich auch warum. Weil alles hier Stausee ist und Staumauer. Stau hier, Stau da. Hat er mich angefaucht, die Sau. So, wir sind jetzt hier am Fährhaus Rote Mühle. Hier war früher mal eine Schleuse. Hier haben wir jetzt noch eine Brücke und da hinten kann man schon die nächste Brücke, eine Eisenbahnbrücke, erahnen. Und da ist unser Ausstiegspunkt. Vielleicht ist mein Beachbuggy einfach schwerer als deiner. Jo, das waren unsere 20, 21, wie viel auch immer Kilometer auf der Ruhr. Vielen Dank nochmal an Philipp von kanuonline.com. Der Rabattcode oder nähere Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.